Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metaphor und dem Beagle. So, wir wollen hier weitergehen. Wir haben letzte Folge ganz zum Schluss noch einen kleinen Boss gehabt. Ich sag jetzt mal klein. Ob der jetzt wirklich klein war, weiß ich nicht. Oder ob der groß war. Okay. Ich finde es interessant, dass meine Verbündeten auch direkt mit angreifen. Was denn? Noch ein Boss? Noch ein Boss. Das war dann wirklich nur so ein kleiner Boss. Schaut nur, wie riesig das Ding ist. Oh. Crap. Hierbei handelt es sich leider um einen Drachen. Jetzt hast du einen mit eigenen Augen gesehen. Jetzt verstehe ich, warum die Mine geschlossen wurde. Sie haben vermutlich den Hort von diesem Ding ausgegraben und mussten sich zurückziehen. Es sieht tatsächlich schick, aber es scheint jedenfalls zu schlafen. Wir können einfach an ihm vorbeischleichen und weiterziehen. Es scheint, als würden in seinem Nest alles möglichen Dinge gelagert werden. Ich spüre auch die Anwesenheit von etwas anderem mit einem Hauch von Magler. Drachen sind alt. Da muss man immer mit starken Magler rechnen. Wenn du einen Spezialgegenstand spürst, ist der sicher voller Magler. Das ist ziemlich faszinierend, aber wenn wir versuchen, ihn mitzunehmen, enden wir in einem Kampf. Entscheide dich bitte mit Bedacht. Aber in dem Bereich gibt es auch noch Monster. Let's go. Ich darf nicht gegen den Drachen kämpfen. Jesus Christ. Ja, weiß ich ja. Oh Gott, das wird knapp. Oh, der dreht sich bestimmt gleich. Nein, er dreht sich nicht um. Ganz schnell, ganz schnell. Wo geht's da lang? Zu Monstern oder zu Loot? Ich bin ein bisschen todesmutig, ne? Ei. Ich will das haben. Ist hier noch irgendwas für mich? Nee. Got it? Nee, ich wollte nicht. Kann ich Can't say I fliehen? was expecting you dog to fight. You're either bloody bold or too confident for your own Oder einfach good. doof, weil ich dachte, ich kann an dem Drachen vorbei in die Truhe Just so schleichen. we're clear, slaying the things beyond you. Fortunately, this one's on the smaller side as dragons go. We might have a chance of driving it off. Danke. Listen, keep an eye on its movements. Be ready for anything. Do not waste your lives in a place. Ja, I'm so sorry. Ich wollte es gar nicht. Oh, Kacke. Nee, einfach nein. Kann ich fliehen? Nein, kann ich nicht. Are you prepared? Das schaffe ich eh nicht mehr, also alles gut. Everyone. What can I do? No holding back. Jetzt sterben wir das erste Mal. This is it. Der Tod meiner Fantasie. Ja, das bezweifle ich zwar sehr stark, aber... To reality? Nee, das nicht, aber... Ah, ich bin hier. Na gut.
Ja, ja, ich weiß. Überspringen kann man das ja leider nicht. Don't panic. Okay. Ich war aber auch ziemlich gehittet, ne? Warum auch immer ich so gehittet war, ich weiß es gar nicht. Dann gehe ich erst hier lang. Got it? Es könnte ein Grund sein, warum ich gestorben bin. Ich würde schon gerne gucken, dass ich diesen Drachen loswerde, aber so wird das natürlich nichts. Warte mal. Achso, okay, das sollte erstmal reichen. Ich würde schon gerne an die Truhe da dran, ne? Aber so... Ich kann ja nochmal zurückkommen. Oh. Weil ich anders gelaufen bin, ist der Brosi auch ist schon weiter. Was mache ich denn jetzt? Dreht er wieder um? Ja, er dreht wieder um. Na gut. Tschüss. Diesmal auch ernsthaft. Ja, ne? Ich hoffe, das Schlimmste vorbereitet, aber wir haben es wohl überlebt. Dieses Mal hatten wir Glück, wäre dieses Ding aufgewacht, hätte das ganz anders ausgesehen. Wenn jemand wirklich vorhat, diese Bestie zu töten, braucht er einen Fairnessläufer. Was? Ein Fairnessläufer, sagst du? Mit so einem wäre die Rückkehr nach Grantrat viel einfacher. Du hast vielleicht Wünsche, Bursche, nur arme Adlige haben die Mittel, um sich einen Läufer leisten zu können. Ja, fein, aber können wir bitte weiter? Der Drache könnte noch immer aufwachen, also verschwinden wir lieber von hier. Das ist wahr, da kann ich Ihnen nicht widersprechen. Ist das nicht der Ausgang? Sieht aus, als können wir endlich mal kurz durchatmen. What? Der Drache? Look. Ich befürchte, ich hätte ihn auch einfach... No, stop. So eine Scheiße bauen die hier mit ein? Wie mies. Wie mies. Ja, ja, ich weiß, kleine Fee, ich weiß. Ich darf nur auch nirgendwo hängen bleiben im Zweifel. Haben sie sich von Uncharted abgeguckt. Aus dem Feuer. We actually Made it, yes. And in one piece, no less. Speak for yourself. I think that shaved a couple years off my life. Damn storm. Can't afford too many delays, but we'll not be getting far in this torrent. We can make camp tonight and slip onto a carriage to the capital tomorrow, once we're out of the wastes. We'll have to, if we want to make it in time. Public carriage seems a bit risky, doesn't it? Not with all the outsiders flocking in for the funeral. We'll be 3 faces among hundreds. Lovely. Another carriage ride. Hopefully this one's smoother than the last couple. Let's just get our camp set up. Somewhere dry, preferably. It's raining, what a pity. Ah, this is so cozy. I feel alive again. It's certainly better than freezing. Reminds me of when I was a child. Back then, I wouldn't have been caught dead out in the wilderness like this. Countryside nobility like us had no fortune to speak of. My parents bowed and smiled for their money, and honestly, I despised them for it. Back then, I thought being a noble was about, I don't know, a life of prestige, being respected. But one spring 7 years ago, our town was attacked by this horrific creature. A human. Though I'd no idea at the time. I was evacuated alongside the servants while the rest of the town burned. I waited for my parents to join us in the shelter.
But they would never come. The parents I'd so despised had stayed behind to protect the villagers who couldn't flee. Your parents were heroes. It changed everything. It taught me who my parents really were, what it really meant to be a noble. But our town's just rubble now. A footnote in history. The human that destroyed us is all we'll ever be known for. I remember my father petitioning the capital for aid, but no reply came. Even knowing how much of a threat the humans were. Now, I think, what if the army? Well, Luis. What if he's the one who abandoned us? If we were just a pawn in his game, then I will make him pay. Hey, Grius. We all trust each other now, don't we? I think we can tell him. Aye. Maybe you're right. I'll admit the lad's sword put me in mind of the past. Something special about that sword? Well, we used it to identify the messenger from our faction. But it originally belonged to His Highness. A kingly gift from his father. To better suit His Highness and his keen aptitude for magic, that blade was specially forged, with raw magla folded into the metal. Of course, when swordplay bored him, he'd amuse himself by levitating it or standing atop it to glide about. A royal rascal, that one. Those days were all too short. Then, 12 years ago, it all came crashing down. I've heard. The prince was attacked, right? There was a plot on his life. One I wish I'd rooted out sooner. Just like tonight, it was pouring rain. Your Highness, this way! Eine Zwischensequenz kriegen wir sogar dafür. Who let these blackguards into the palace? Vermutlich Louis. Oh, sie kennen wir doch. My lord, are you hurt? Back! A royal knight. A wench and nothing more. You knave! You know nothing of true knighthood. I pledged my life to the prince, and I'll not lose it to you! Alter, ist sie aggro. Highness! Don't falter, give chase! Stop! They dare harm him! Die steht einfach wieder auf. Oh, okay. Heißt also, wer auch immer eine Narbe am Rücken hat, dürfte unser Täter sein. I failed him again. Highness! Highness! What is this? His Highness survived the attack, but the curse hanging over him was powerful and complex. Of all the mage healers in the capital, not one could wake him. And he grew weaker with each passing day. We might lift the curse if we knew the specifics of its formula, but Luis would never give that up. Which leaves but one way. To dispel the curse, its caster must die. Aber wer And sagt, you're dass sure Louis Luis das is the war? man you seek? I saw him in the fray. He was younger then. Younger even than you are now, and shorter besides.
I could never mistake him. And now, Und am Ende hat Louis einen after Zwilling. spilling the royal blood of father and son both, the people call him not traitor, but savior for his highness, for the king, and for the very future of this country. He must be dealt with. To kill Louis is to see justice served. I see. So as he did with the prince, he would make of my city a stepping stone to further heights. A tool to spread the infamy of the humans. You haven't told that story to many, have you? Thank you for trusting me with it. A rogue never forgets a debt. Even if it takes 3 generations, we'd see it repaid. But neither do we forget a grudge. And Luis will know that soon enough. So, that's what all this is about. Say, friend, this mission means a lot to you too, doesn't it? Yes. Of course it does. You've been carrying a greater weight than I realized. In any case, I owe you my life. And we've both got something we'd fight to protect. Let's save this country. Together. Ideally, once we're out of this cold, of course. I think it's about time we eat. We're almost to the capital, after all. I'd say that's worth celebrating. I'm beat. Aha, du bist heute sehr erledigt. Okay. Ich will aber erst mit allen reden. Ich wollte der Armee beitreten und mich auf herkömmliche Weise hocharbeiten. Hätte nie gedacht, dass es mal so zu so etwas kommt. Ich hätte nie gedacht, mal Menschen oder Drachen zu begegnen und eine außergewöhnliche Macht zu erhalten. War mir dieser Weg schon immer vorher bestimmt oder ist alles dank dir geschehen? Jedenfalls will ich mich nicht beschweren. Sobald wir das Attentat verbracht haben und der Prinz wieder an der Macht ist, sollte unser Land vor einer besseren Zukunft stehen. Ich werde mich an Louis rächen, was das auch kosten mag. Ich muss zugeben, dass dieses Campieren langsam lästig wird. Sobald wir im Grand Rand sind, werde ich mir eine üppige Mahlzeit gönnen. Ja, ja. You're kidding. Es geschüttelt jetzt wieder eine seltsame Stimme. Ich frage mich, was dahinter steckt. Gut, es war ein langer Tag, jetzt ist es dunkel und das Glas war ungewöhnlich dicht. Ich hoffe, morgen ist es ein wunderschöner, wolkenloser Himmel zu sehen. Ja, sofort. Ich will noch eben mit Grius. Einige Zeit nach dem Angriff entschieden wir innerhalb unserer kleinen Truppe seine Hoheit heimlich in ein geeignetes Versteck zu bringen. Er wurde im königlichen Palast angegriffen, dem Ort, wo er am sichersten hätte sein sollen. Im Grand Rand wäre der nächste Angriff nur eine Frage der Zeit gewesen. Selbstredend wurde seine Hoheit als vermisst gemeldet und sein Tod schließlich offiziell bestätigt. Damals wurde unsere Organisation gegründet, um seine Hoheit wieder an die Macht zu bringen. Es gibt sicherlich auch jene, die uns aufgrund der heimlichen Flucht aus dem Palast verabscheuen. Schließlich wusste selbst die Königsgarde, die seine Hoheit mit ihrem Leben beschützt, rein gar nichts. Andernfalls hätten sie uns aufhalten müssen. Und wenn sie uns begleiten oder ziehen lassen, hätte sie sich das Verrats schuldig gemacht. Ein schreckliches Schicksal für junge Ritter mit einer Zukunft. Okay, und wo kann ich jetzt... Achso, ich bin eingeblendet. Ich dachte gerade für 2 Sekunden, ich bin nicht eingeblendet. Natürlich ruft er mich wieder in den Velvet Room. Der ist ein bisschen aufdringlich, muss ich sagen. Vor allen Dingen, ist das dann noch erholsamer Schlaf? Huh? I'm pretty sure I fell asleep. Well, then it's just as I thought. While you're asleep, our connection is much stronger. You wield your magic with ever more confidence. Splendid. As I mentioned previously, the archetype grows and develops anew through encounters with others. Look for those bearing the nobility and presence of the heroes and kings of old. More virtuous than the weight of any crown or medal is the burden you place on your own path forward. The more comrades and supporters who stand beside you, the more your power will deepen as you soar to new heights. One day, if the people join hands and seize the freedom to decide their own future with their own power just as you do, that is my ideal world. Hold on. What do you mean, supporters? We're trying to keep out of the public eye here. I mentioned before, did I not? There is no hero without allies, only a single voice in opposition. In other words, even archetypes have their own strengths and weaknesses.
they'll be of little use if used thoughtlessly. Life and death are seconds apart on the battlefield. Be attentive, mindful, and strategic. Only then can you emerge Irgendwie habe ich bis jetzt das Gefühl, dass ich nur so 2, 3 Lieder victorious. insgesamt gehört habe, auch wenn die cool sind, aber... Assess your surroundings and think. The smallest observation is often our greatest inspiration. Well, it's almost dawn. I will be watching with great anticipation. Until we meet again. The royal funeral draws ever closer. 4 days remain. Good. Dann machen wir uns auf den Weg. Das Begräbnis des Königs steht kurz bevor, nicht wahr? Wir sollten schnell nach Grand Rhin zurückkehren. Joa. This place here. Wir müssen bald eine Kutsche ergattern, um diese Strecke zur königlichen Hauptstadt zu überbrücken. Let's go. Wir können nicht länger warten. Bist du bereit? Great. Let's move out. Escaping the dragon's threat in the Nord mines, the party shakes their pursuers amidst the discovery of great powers. To make up for lost time, they risk hiring a coach to secret them the rest of the way to the capital. The royal funeral draws ever closer. 2 days remain. Finally, we found a ride. Looks like we should make it in time for the funeral after all. Last time we rode in a public carriage, it was hit by bandits. A pack of Louis zealots, too, if I remember. Talk about a nasty surprise. You've come a ways since then. Any bandits who set on us now are in for a nasty surprise. Reminds me of the road to the fort, sitting there in the cart. Never could have imagined you and I would be the only survivors. Strange. How fast life Ja, can das geht change. schnell. We both did well to make it out. Yes, we certainly did. The last couple days have certainly been eventful. Almost feels like everything we thought we knew about the world was wrong. Well, plenty of people live their lives without taking a single step outside their city. But we haven't the luxury of ignorance, I suppose. We're almost to the capital. Quiet now, and stay sharp. Oh, sie. Milady, welcome back, and thank you for making the trip. After so long, I am only surprised anyone remained here who yet remembered me. Surely you jest, Ey, ihre milady. Stimme killt mich irgendwie total. Frag mich Pay me no warum. mind. I heard of the king's death. The skyline is full of unfamiliar figures. Tis a testament to how long I've been away. It's the guard that's changed the most. It's just chaos and politics there, arguing over matters of succession. Feels like we've lost sight of who we're even protecting. Not to mention talk of monsters at the border. We've nowhere near enough soldiers to deal with them on top of everything else. After tomorrow, the city will calm. Once the formality of the funeral is past, a new king will be crowned. After which, I suppose there'll be no further need of a search party. Not many even remember we were searching in the first place. The royal funeral draws ever closer. One day. remains. Escaping the Nord mines, the party hailed drawn coach and returns now to Grand Trad, capital of Euchronia, the day before the royal funeral. As they gaze upon the city, flags of mourning fluttering in the wind, the magnitude of their mission exacts its toll on the heart. So schnell sind wir wieder da. The fog's rolling in. Ah, mir ist kalt, Rain's that Leute. dust that we need. Can this funeral withstand more misfortune?
I've heard they don't have enough soldiers to keep the peace. Oh, it'll be fine. All the aristocrats are bringing their own personal guards. I imagine boredom's the worst we need to worry about. Let's not draw attention to ourselves. There's a hostelry tucked at the back of Sunshade Row, the Hushed Honeybee Inn. Die Honig, We'll talk flüsternden details once Honigbienen, we're wie there. süß. Ich würde auch gerne in einem Hotel, in einem Gasthaus wohnen namens Flüsternde Honigbienen. Here we go. Grius ist schon vorgekommen. Kommen wir. Hoppala. Alright then. Da muss ich hin, ja. Ist das? Oh, Vögel. Danke, du Penner, ey. Ich werde von allen Seiten weiterhin beleidigt und angemacht. Das ist nett. Es hat sich stabil nichts geändert in den 5 Tagen, in denen ich weg war. Got it. Weiß nicht. Warte mal, lass mal schauen. Alright then. Nö, ich glaube, das finden wir so. Mich würde interessieren, was ist hier noch so. Was bist du? Warum nicht? Den darf ich nicht mal anquatschen. Boah, was mit dem? Alter Verwalter. Ich glaube, hier bin ich richtig, oder? Alright then. Ja, was ist hier hinten eigentlich? Ratten? Alter, das sind die berüchtigten Kamelratten. Okay. Ich nehme mal an, wir dürfen nicht. Okay. Crowd on this street looks pretty rough. What is it? Alter, was ist hier Watch out for los? pickpockets. You can bet they'll all see you as an easy mark. This Das place. ist das Gasthaus Flüsternde Honigbiene. Got it. Endlich ein Ort, an dem wir uns richtig ausruhen können. Außerdem steht etwas Köstliches im Feuer. Ich kann es riechen. Gehen wir schnell rein. Du bist ein kleiner Vielfraß, kann das sein? You're back. I'm back? Papa, welcome home. Papa? Well, hello, Aww. my Maria. I trust you've been staying out of trouble. These are, well, new recruits. Just enlisted. So young. It's good to meet you. I'm Fabienne. This inn is my business and my home. Manners, Maria. Welcome. Ist die niedlich? I'm wasting away over here. Where's my order? Maria, could you handle that? Ich find's geil, dass ihre Klamotten You're back hinten soon, für I ihren thought. Schwanz, also für ihre Something Rute, auch so was Something Schickes bad. dran haben mit Spitzen. Barely any survivors. I see. I didn't know Grius had a daughter. I know I've already asked so much of you, but would you mind looking after Maria a little while longer? Of course. It wouldn't be the honeybee without her. Now, as for the rest of you, after braving the frontiers with this curmudgeon, I'm sure you would welcome a warm supper. Die ist hübsch. Once we're done, we'll head upstairs. Fabienne ist hübsch. It's so good. Oh, sie hat ein ganz kleines Töpfchen I gekriegt, see. die kleine Elfe. Wie I niedlich cover ist my das tongue. denn? Oh, pipe down and eat, boy. Ich frage mich, hat man dir einfach so ein kleines That was Püree delicious, daraus gemacht? especially the meat. I wasn't expecting it to have such a kick, but it grows on you fast. Red grass roasted bido. Bird meat. One of her hometown specialities. She's risked a lot to shelter me and to help the resistance. I owe her more than I can say. You said we were short-handed, but are we really the only ones? I know we've plenty of independent agents fighting in their own ways, but it seems none could avail themselves to us, which means we're the only ones who can do this. Still, killing Luis. That's not going to be an easy feat. Grius, do you have a plan? Fill us in. Midway through the funeral,
in broad daylight. That's insane. It's risky, to be sure, but we'll never find a better chance at confronting the man directly. Don't worry. I'll be the only one Ich will getting Grios closer. aber jetzt nicht I need verlieren. you to draw Lucy's attention from a different location. All I need is an opening. And don't rely on your fancy powers for this, all right? It'll attract too much attention. Killing a man and slaying a beast are two very different things. This is all I need. You're joking. You and that kitchen knife against an archmage. Isn't there anything we can do to help? No, you'll just get in the way. Besides, this kitchen knife can slit his throat like the swine he is. A fast kill, if not a clean one. It's nothing I've not done before. Give me my opening, and the man's dead. Ich bin nicht dafür, aber er wird sowieso irgendein Argument haben. Alright. Not much of a choice, I suppose. One last thing. Keep Maria company a while, would you? The girl gets lonely on her own. Aren't you at least going to tuck her in? You've got to prepare tonight. Too much still needs doing. And best that it's done as far from her as possible. And there's his fatherly side, I suppose. Sorry, but I'm going to bed early. I need a full night's rest if I don't want to be a liability. Ich mach das. Well, we've all been short on time to ourselves, but I'd feel bad leaving Maria all alone. Shall we go check in on her? At least? Finde schon, die arme Kleine. Hat ja überhaupt gar nichts von ihrem Papa. Was? Durch die geschlossenen Fensterläden kann ich gedämmt das eifrige Treiben der Stadt hören. Ab in den Flur. Wir suchen Maria mal. Wo ist die Kleine denn? Ich lasse die Tür einfach auf. Drauf geschissen. Maria. Hi. Did you need something? I was thinking we could play a game. Play a game? But it's already nighttime. Oh, I just remembered. Papa said you have a strange book. And that I should ask to see it. You like books, huh? Well, I haven't ever seen one before. So I was wondering what they're like. Want to read it together? Really? Oh, but I still have work to do. Don't worry, Maria. I can handle this crowd. You have fun reading upstairs. Really? Yes. You did a very good job today. Let's read then. Die Kleine ist so süß. Ich würde dir ungern mitteilen müssen, dass ihr Vater tot There's ist. so many pictures. Are all books like this? Miss Fabienne taught me how to read a little. She said it helps with keeping the inn running. That's pretty impressive that you know how to read. Well, I can't do lots of hard words, but I like learning new ones. Plus, I like when people say I'm clever, so I've got to work really, really hard. Papa always says not to go into his room, so I wait for him a lot. I'm good at waiting. Ach, du Arme. Are you sure you're doing all right? Yes, Papa's always like this when he comes home, but I'm happy he's here. Thank you. It was fun talking. Da hat Amazon 2 Minuten vor Ende der Folge geklingelt. Ja nun, wir unterhalten uns noch mit ihr zu Ende und dann ist auch gut für die Folge. Und dann kann ich noch einen Abschluss machen. Ich könnte mir jetzt eine Jacke anziehen, also eine Strickjacke anziehen, weil mir sehr kalt ist. Let's do this again sometime. Really? You don't mind talking to me? Und warum sollte mir das was ausmachen? You're helping Papa with his job, aren't you? So, be safe. I've heard his job can be really dangerous. Oh, die ist so süß, die Kleine. Sie muss selbst Angst haben, aber sie ist trotzdem von ganzem Herzen um unsere Sicherheit besorgt. Maria ist gutmütiger, ist sehr tröstlich. Habe ich eine neue Heiler. Maria. Within her dwells the virtue of the Ich finde die so süß, die Kleine. Nurture thy bond with her, and a new power yet slumbering within thee may awaken. Thank you.
Eine Heiler brauche ich definitiv. I wonder if Papa will stay for longer this time. It'd be sad if he had to leave right away. I'm sure it'll work out. Okay. I think I'll try to read a little bit more. And then I'll go find Miss Fabian and go to bed. Das ist so süß. Alright. I'll try to read this part now. In this country, the something king hears the voices of the city and protects their way of life. What's this say? Society's purpose is to protect its citizens. This is a basic principle of this utopia. All are equal. All live in safety. And the rich and poor are as one. With no gaps, no conflict. All are friends, deserving of help. Basically, it's a place where there's no fighting. And everyone always gets along. Wow. Where is this place? Das fragen wir uns alle, Mädchen, das fragen wir uns alle. I wish I could go. Vielleicht in Narnia, keine Ahnung. We're probably not going to bed anytime soon. Die Kleine ist so drollig. As dawn breaks, Ah nein, ich wollte doch Pause machen. Ich wollte doch Cut machen. Jesus Christ, nichts klappt hier. Ich muss jetzt einen schnellen Cut machen. The king's casket has left the castle. The procession will take the main streets to its destination, the Grand Cathedral. Und mit diesem weisen Satz, dass wir zur großen Kathedrale müssen, beende ich diesen Part und nächstes Mal geht's wohl rund. Witzigerweise, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Demo gegangen wäre, wenn ich ehrlich bin. Sie haben gesagt, den gesamten Prolog. Ich habe das Gefühl, dass wir immer noch im Prolog sind. Und ich spiele das Ganze jetzt auch schon 4,5 Stunden. Aber das ist halt Atlus. Also wer bei Atlus weint, weil es ein 100-Stunden-Spiel ist, der hat, glaube ich, noch nie ein Atlus-Spiel gespielt. Catherine ist, glaube ich, mit eines der kürzesten Atlus-Spiele, das mir hier untergekommen sind. Und als ich damals dann auch damals ist gut, als ich dann dieses Jahr Persona 5 angefangen habe zu spielen, habe ich nicht erwartet, dass ich irgendwann mal bei 150 Parts bin. Ich glaube, das wird mit Abstand das längste Let's Play sein, das ich je gemacht habe, Persona 5. Weil ich auch viel zu spät die Folgenlänge angepasst habe. Weil wenn ich weiß, dass ich ein wirklich sehr, sehr langes Spiel vor mir habe, jetzt nicht sowas wie The Witcher, wo man sowieso auch gerne mal überzieht, weil Dinge passieren. Bei The Witcher, es ist The Witcher, Dinge passieren. Dann hängt man da halt auch dran, weil mit 20 Minuten Folgen kommt man halt echt nicht weit bei Atlus spielen. Ist einfach so. Nun denn, meine Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt einen schönen Tag und haut rein.